A very warm welcome to all those classical musicians out there who want to grow and expand a creative lifestyle both on and off stage. My name is Karin Bonelli. I'm flutist at the Vienna Philharmonic Orchestra, a passionate explorer and seeker in musical and personal growth, and founder of Penthesilea Academy, the most innovative masterclass designed for audition preparation. This podcast is for you if you're searching for new ideas to elevate the productivity of your musical practice and your level of focus and expression on stage. But that's not all. In each episode, you will find bits and pieces to integrate into your everyday life, as well as new perspectives and insights by our experienced and passionate team and guests. Music is not a job. It is a way of living. My name is Karin Bonelli and this is Penthesilea On Air. Welcome again to Penthesilea On Air podcast. Dr. Michael Bohne is a physician, coach, trainer, and psychotherapist. He has worked as a performance coach for television and radio journalists in Germany, for orchestra musicians from many German opera and symphony orchestras, such as the Berlin Philharmonic, and for numerous internationally performing opera soloists. He has held teaching positions and guest lectureships in audition training and performance coaching at institutions such as the Hannover University of Music and Drama, the Frankfurt University of Music and Performing Arts, and the Orchesterzentrum NRW. Michael Bohne is one of Germany's most renowned innovators in tapping techniques and trains physicians, psychotherapists, and coaches in PEP, process and embodiment-focused psychology. In the German-speaking world, he's one of the leading experts in performance optimization and mental resilience, which is reflected in his numerous publications. At Penthesilea Academy, his teachings are the foundation of our performance coaching approach. This interview will be held in German. You can find a version with English subtitles on my own YouTube channel. Herzlich willkommen zu Penthesilea On Air Podcast. Dr. Michael Bohne ist Arzt, Coach, Trainer und Psychotherapeut. Er trainierte als Auftrittscoach nicht nur Fernseh- und Radiojournalisten von ARD und ZDF, sondern vor allem auch Orchestermusiker vieler deutscher Opern und Sinfonieorchester, wie auch zum Beispiel der Berliner Philharmoniker und zahlreiche solistisch arbeitende, international auftretende Opernsänger. Verschiedene Lehraufträge und Gastdozenturen für den Bereich Probespieltraining und Auftrittscoaching führten ihn unter anderem an die Hochschule für Musik und Theater in Hannover, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und an das Orchesterzentrum NRW. Michael Bohne ist einer der renommiertesten Weiterentwickler der Klopftechniken in Deutschland und bildet Ärzte, Psychotherapeuten und Coaches in seiner PEP-Technik aus. Auch bei unserer Live Academy, Penthesilea Academy, bildet seine Methode die Basis unseres Auftrittstrainings. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bohne, bei Penthesilea On Air Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute mein Gast sind. Super, ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Ja, danke schön. Ich freue mich. Herr Dr. Bohne, Sie sind der Entwickler der PEP-Technik. Ja. Die ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil auch unserer Meisterklasse live bei Penthesilea Academy. Und jetzt für die wenigen Menschen, die vielleicht uns zuhören und noch nicht von dieser Technik gehört haben, was ist PEP? Warum funktioniert's und wobei kann es uns helfen? Ja, also PEP ist im Grunde eine moderne Form von Psychotherapie, in der es ein paar Schwerpunkte gibt. Es geht um Emotionsregulation, also wie kann ich starke belastende Emotionen möglichst schnell reduzieren? Wie kann ich unbewusste Blockaden, innere rote Ampeln auf grün stellen? Und wie kann ich das Selbstwerttraining, das ist ja im Grunde unser Immunschutz des Bewusstseins, wie kann ich das Selbstwerttraining auch mal auf eine sportliche Art und freudevolle Art irgendwie verändern? Und das ist eben was sich entwickelt hat aus den Klopftechniken. Es kam ja 2001, hatte ich bei einem amerikanischen Psychologen eine Fortbildung gemacht, der eben bestimmte Akupunkturpunkte klopfte, um Emotionen zu regulieren. Und das hat so schnell und so faszinierend funktioniert, dass ich da also auf dieser Schiene drauf geblieben bin und da sehr viel untersucht habe, geforscht habe. Und
ja, dann auch so ein bisschen Blut geleckt habe, weil das so schnelle Geschwindigkeiten, Veränderungsgeschwindigkeiten waren, die ich da gesehen habe, so dass ich alle anderen Sachen auch irgendwie etwas schneller ändern wollte, als ich es bislang kannte. Sehr interessant. Und wie können wir uns das vorstellen? Warum funktioniert Emotionsregulation über das Klopfen von Akupunkturpunkten? Ja, das ist ja, erstmal muss man ja sagen, was für Konzepte von Emotionsregulation hatten wir eigentlich vorher? Und das ist wirklich auch traurig. Also in der Verhaltenstherapie haben wir immer gedacht, man kann nicht direkt auf die Emotionen einwirken. Man muss über das Verhalten oder über die Kognition, über die Gedanken daran. Da ist schon was dran, dass das auch funktioniert. Aber ich sag mal, wir machen als Menschen eigentlich ganz früh Emotionsregulation nicht über Gedanken. Nämlich schon ab der 15. Schwangerschaftswoche. Als Fötus berühren wir uns ja immer wieder im Gesicht und am Kopf. Und das wusste man schon durch Ultraschalluntersuchungen der schwangeren Mütter. Und früher dachte man, das ist zufällig, dass der Fötus immer wieder hier irgendwie an den Kopf kommt, weil es so eng ist im Uterus. Aber man hat das mal systematisch untersucht und hat dann festgestellt, dass die Selbstberührungsrate des Fötus korreliert mit dem Stressgrad der Mutter. Das heißt, über den haptischen Kanal, über den Hautstimulus führt es zu einer Beruhigung. Und das ist auch, sag mal, embryogenetisch total nachvollziehbar, weil die Haut und unser Gehirn sind ein Keimblatt. Die haben einen Entstehungsort. Und also sind die auch sehr stark miteinander verbunden noch, auch wenn wir erwachsen sind. Das heißt, Einfluss des Gehirns hat starke Auswirkungen auf die Haut. Das sehen wir, wenn wir rot werden, wenn wir Gänsehaut kriegen. Und Einfluss auf die Haut hat, also Stimulation der Haut über haptische Kanäle, führt zu einer Beeinflussung des Gehirns und da vor allem auch des Gefühlsgehirns. Sehr spannend. Ist ja eigentlich ist es total profan. Wie ist das, wenn man über den Kopf gestreichelt wird? Was machen wir mit kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können, wenn die traurig sind? Wir nehmen die in den Arm, wir streicheln die, wir trösten die, wir drücken die. Da hat keiner nach irgendwelchen Studien gefragt, ob es die gibt. Ja, das machen wir einfach als Menschen, weil wir auch wissen, dass das gut tut. Ne? Ja, nur jetzt wird's halt bewusst eingesetzt. Und vor allem für Musiker und im Auftrittscoaching ist es ein unglaublich wirksames Tool. Das habe ich für mich selbst auch schon entdeckt. Und Sie haben jetzt selber gesagt, also es geht viel um Selbstwert auch und dass der unser Immunschutz ist gegenüber Kritik von anderen. Ja. Können wir wirklich immun werden? Ja, also ich denke schon, es ist ja also ich finde diese Metapher auch schön. Unser Körper hat ja auch nicht von Anfang an ein Immunsystem. Wenn wir geboren werden, dann haben wir ein paar Infektionen durch den Geburtsakt auch bekommen. Aber wir sind gegen ganz viele Sachen überhaupt noch nicht immun. Aber wir haben eine gewisse Immunkompetenz und die springt erst dann an, wenn wir mit einem Erreger konfrontiert werden. Also wenn jetzt ein neuer Erreger kommt, dann geht meine spezifische und unspezifische Abwehr hoch. Ich bilde sozusagen alle möglichen Antikörper und wenn der ein zweites Mal kommt, dieser Erreger, dann kann der mir nichts mehr anmachen. Das nennt man dann Immunschutz. So, und dann gibt's eine Impfung auch. Eine Impfung kann das auch machen. Die tut dann so, als hätten wir eine echte Infektion und danach, wenn dann der echte Wirkstoff kommt oder der Erreger kommt, dann sind wir da immun gegen. Und so ist es mit unserem Selbstwert eigentlich auch. Also wenn aus einer bestimmten Ecke ein Angriff kommt, dann ist das erstmal eine Verunsicherung auch. So, wenn man den jetzt gut bearbeitet, diesen Angriff, und gut sozusagen innerlich verstoffwechselt und da gut raus hervorgeht, dann, wenn der nochmal kommt, ein ähnlicher Angriff, dann sagt man eigentlich, ja, berührt mich eigentlich nicht. Oder ganz interessant ist bei Menschen, wenn irgendeiner einen angreift, der einem scheißegal ist, dann berührt einen das gar nicht. Ja, so. Aber dann sagt eine bestimmte Person, die einem wichtig ist, etwas und auf einmal heulen wir da rum und sind total beeindruckt von diesem Feedback. Also das hat ja was mit Zuschreibung zu tun auch. Ne? Welche Macht geben wir den Menschen? Ne? Also ich habe es oft in den Auftrittscoaching-Workshops, jetzt ist gerade wieder im Dezember einer, und dann sagten dann die Leute, die ich dann einlade und live coache, ja, da sag ich dann, da sitzen dann 45 Leute im Kurs. Ach so, ja, das sind dann alles Ärzte. Sag ich, nee, da sind auch Profimusiker drunter. Und auf einmal geht der Stress los. Wenn das nur Ärzte wären, dann wäre der Stress nicht so groß, wie wenn ich sage, ja, da ist auch ein Professor für Fagott drin und so, ne? Oh Gott, jetzt kommt der Stress. Ja, warum? Weil man eine andere Zuschreibung macht. Ne? Und da sind wir schon bei dem Thema Selbstwert. Das hat viel mit unserem Präfrontalkortex zu tun. Wir selbst machen das. Und das ist aber dann tatsächlich auch so, dass wir das natürlich gelernt haben. Also wenn ich im Musikunterricht immer nur kritisiert worden bin, schon als kleines Kind, wenn immer nur gesagt wurde, das kannst du noch nicht, das noch nicht, das noch nicht,
wenn ich vielleicht sogar gehört habe, du bist nicht so begabt oder du hast kein Rhythmusgefühl oder du hast nicht so ein gutes Gehör, wenn ich das von morgens bis abends höre, ja, was ernte ich denn dann für ein Selbstkonzept? Das ist doch klar, dass ich dann irgendwann glaubt man das, klar. Wie soll man auch anders? Und das haben wir natürlich oft, dass das Unterricht nicht gut gelaufen ist, aus den verschiedensten Gründen nicht. Manchmal sind Lehrer zu begabt für Unterricht, muss man sagen, und die halten es nicht aus, wenn ihre Schüler nicht so schnell sind, wie sie selbst waren. Und das ist tatsächlich schwer. Also wenn jemand selbst alles auf einmal gleich konnte und dann hat man Schüler, die langsamer sind, dann kann das sein, dass man das kaum aushält. Und dann gibt's ja auch bei den Lehrern so ein Erlebnis. Erstmal denken die Lehrer ja auch, sie sind toll, dann bringen sie jemandem was bei und der setzt das sofort um, dann hat der Lehrer das ein Erfolgserlebnis. Aber wenn ein Schüler etwas nicht umsetzt, dann zweifelt irgendwo auch der Lehrer an sich. Und das ist, wenn das dann eine mentale Blockade ist, die der Schüler hat oder die Schülerin, ja, da ist der Lehrer ja nicht unbedingt drin ausgebildet. Ne, der kann super Musik machen und kann alle möglichen technischen und musikalischen Sachen vermitteln. Aber wenn ein Mensch gestresst ist und Angst hat, dann braucht man eine andere Expertise. Da reicht Quintenzirkel nicht. Da muss man schon sich ein bisschen mit unserer Psyche beschäftigt haben dann. Ne? Ja, das heißt, Sie coachen auch regelmäßig Lehrer zum Training für Sie? Also ich habe immer wieder auch in den Coachings natürlich auch Leute, die unterrichten. Ja. Viele Musiker unterrichten ja auch oder auch Leute, die halt eine Professur an Musikhochschulen haben und dann eben sagen, okay, ich möchte das können, möchte das jetzt können. Ich möchte meinen Studenten auch so eine mentale Unterstützung mitgeben. Ne? Und dass man zumindest eine Idee hat. Man muss das ja nicht alles selbst machen. Wenn es ein sehr tiefes, persönliches Anliegen des Schülers, des Studenten ist, kann man ja auch sagen, du, ich glaube, du hast da was Persönliches. Such dir noch jemanden, mit dem du da im Einzelcoaching dran arbeitest. Ne? Ja. Aber das macht totalen Sinn. Wie sehen Sie das generell bei uns in den Musikuniversitäten? Ist das sowohl für Studenten als auch für angehende Lehrer eine realitätsnahe Ausbildung? Oder hat sich das verbessert in den letzten Jahren? Nein. Also ich sag mal so, die Musik steckt da, wo die Medizin war, kurz bevor die Narkose entdeckt wurde. Also im 18. Jahrhundert, würde ich sagen. Das liegt einfach auch an der klassischen Musik. Die ist ja sehr traditionell und Werte bewahrend und so. Aber was ich an Musikhochschulen gesehen habe, ist eine absolute Katastrophe, muss man echt sagen. Also Wien ist da eine Ausnahme jetzt, denke ich. Da passiert ja gerade ganz viel. Ja. Aber die Expertise, was mentale Stärke angeht, was psychologische Erfolgsfaktoren angeht, also was sich die Sportler schon in den 60er Jahren angeguckt haben. Die japanischen Olympioniken haben ja in den 60er Jahren schon mit Hypnose daran gearbeitet, besser zu werden. So, und das ist wenn man im Spitzensport unterwegs ist, völlig klar. Man hat einen guten Physiotherapeuten oder mehrere, man hat einen Arzt oder mehrere Ärzte, damit der Körper sozusagen fit ist und man hat Mentaltrainer, die einen da unterstützen. Also wenn man Tennis spielt, also vieles ist Kopfsache da auch. Und wenn ich das aber nicht geil beigebracht bekomme, ja, dann bin ich an der Stelle nicht so gut. Das muss man einfach sagen. Ne? Das heißt, da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Ich würde sagen, ja. Also ich habe ja den ersten Lehrauftrag, glaube ich, 2001, 2, 3 oder sowas an einer Musikhochschule gehabt. Und dann immer mal wieder, aber da ist aus meiner Sicht nicht wirklich was passiert. Und das Schlimmste ist, dass jetzt so getan wird, als wäre was passiert. Wir haben doch einen Lehrauftrag für mentale Stärke oder nennen es dann Auftrittscoaching oder sowas. Ja, ein Lehrauftrag mit 2 oder 3 Wochenstunden für 600 oder 800 Studierende. Das ist doch Quatsch. Und man dürfte auch nicht nur einen Lehrauftrag haben, man müsste eine Forschungsabteilung dazu gründen. Mit einer Professur, mit einer Forschungsabteilung, mit Psychologen, die wirklich qualitative und quantitative Forschung da machen. Ne? Also wenn man als Hochschule ernst genommen werden will in dem Bereich, dann reicht doch nicht ein Lehrauftrag. Da können wir auch sagen, ja, wir haben jetzt einen Lehrauftrag für Klavier. Also Professur machen wir nicht, eine ganze Abteilung auch nicht, das reicht ein Lehrauftrag dann. Ne? Ist auch absurd. Das reicht nicht. Ja, ich bin da ganz bei Ihnen, deswegen gibt es ja auch unsere Akademie und super, ich sehe das auch bei den Studenten, wie groß die Nachfrage ist an all diesen holistischen Konzepten, die es eben im Sport schon längst gibt. Ja. Ich würde jetzt aber wahnsinnig gern nochmal zurückkommen zum Selbstwerttraining. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das in der PEP-Technik, dass wir unsere Wunderwaffe Selbstwert bekommen? Ja, genau. Naja, wir machen erstmal eine genaue Analyse, eine genaue Problemanalyse. Es gibt die Bad 5 Selbstwerträuber, habe ich das mal genannt. Bad 5. Und die sind eigentlich fast immer vorhanden, wenn Leute auf der Bühne gestresst sind. Also das Erste, die Leute fühlen sich in dem Moment oft nicht so alt, wie sie sind, sondern kleiner oder jünger.
Wie kommt das? Das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist wirklich sau interessant. Das ist im Grunde ein Trance-Phänomen. Wir sind eigentlich erwachsene Menschen. Jetzt kommt eine Herausforderung, die von uns Leistung erwartet. Und es kommt ein bisschen Unsicherheit auf. Und jetzt werden alte Erinnerungsmuster an Leistung bringen müssen aktiviert. Schule, Jugend musiziert und so ein Zeug. Und wenn das nicht gut gelaufen ist damals, dann fühle ich mich auf einmal wieder wie damals. Es ist tatsächlich, dass es eine Trance ist. Die Menschen sprechen manchmal auch wieder jünger, als sie sind. Die gucken ganz verängstigt und die haben in dem Moment vergessen, was sie schon alles geleistet haben. Mhm. Ne? Ich habe vorhin mit einer Musikerin telefoniert, die ich jetzt einlade im Dezember ins Coaching. Da habe ich das gesagt, 45 Leute sitzen da, ein paar Profimusiker darunter. Und sie so, oh nee, da wurde sie auf einmal ganz verunsichert. Oh nee. Und dann, ja, ich sagte, Sie müssen nicht kommen, wenn Ihnen das unangenehm ist. Ne? Aber es ist eigentlich eine super Chance, weil das ein echter Auftritt ist, wo es um was geht. Und dann habe ich ihr nachher gesagt, wie alt haben Sie sich da gerade gefühlt, als Sie so gestresst waren? Dann sagt sie, ja stimmt, viel, viel jünger als ich bin. So, jetzt bleiben Sie mal in dem Alter, in dem Sie echt sind. Wie alt sind Sie? Machen sich klar, wie viele Jahre Sie schon super Spitzenleistungen im Orchester abliefern. So, jetzt war sie in dem Erwachsenen-State und dann hat sie gesagt, Sie haben recht, ich habe total Lust zu kommen. Ne? Also es hilft dann einfach schon, sich zu vergegenwärtigen, was man eigentlich schon alles geleistet hat. Ja, ganz wichtig. Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das Rezept dann, was ich mitgebe. Die Lösungsstrategien, die betten wir in richtig gute, Werbeclaims nenne ich das, oder in gute Erinnerungssätze, die man sich dann sagt. Also dann könnte ein guter Erinnerungssatz, den man dann mitnimmt, sagen, beim Probespiel bleibe ich jetzt die erwachsene Geigerin oder Flötistin, die ich bin. Ne? Oder wenn man jetzt 25 ist und 20 Jahre Flötenerfahrung hat, dann kann man sagen, 25 Jahre Lebenserfahrung, 20 Jahre Flötenerfahrung. Und dann gern auch mit Kraftsätzen, was weiß ich, Wallabila oder geiler Scheiß oder sowas. Also Kraftsätze zu nutzen, ist enorm wirksam, weil es eben diese ganze Situation entheiligt. Das ist ja so eine heilige Maßnahme, ne? Das heilige Probespiel. Und wenn man da zu sehr dieser Heiligkeit auf den Leim geht, dann ist man aufgeregt. Ja, es geht jetzt um was? Meine Existenz hängt davon ab. So darf man da nicht rangehen. Man muss eher sagen, krasse Sache, ich habe voll Bock drauf. Ne? Ja, wenn das immer so leicht wäre, ja. So, also das als Spiel zu betrachten. Ne? Weil bei Spiel wird wieder Dopamin freigesetzt. Ja. Wenn es ernst ist, kriegen wir Angst, kriegen wir Stress. Ne? Also da würden wir auch dran arbeiten, dass wir das mental anders einschätzen. So, der Bad 5 1 war die Altersregression. Bad 5 2, das denken viele nicht. Gut sein wollen. Gut sein wollen ist ein totaler Stressor. Ja, aber das ist schwierig. Das ist wirklich eigentlich die größte Überraschung. Ne? Ja. Zumal ja viele Lehrer auch sagen, du musst da in dem Moment alles bringen, du musst gut sein, du musst 120% bringen. Das stimmt aber nicht. Weil wenn ich allein schon 100% bringen muss und ich habe noch keinen Ton gespielt, dann habe ich da oben die Messlatte. Und wie fühlt sich das an, noch keinen Ton gespielt zu haben, aber zu sagen, ich will das hier perfekt machen? Das macht meistens Stress. Das heißt, wir sagen uns, wir wollen 70% geben? Oder was ist die Lösung? Zum Beispiel, es gibt eine Übung, die nenne ich 80%-Übung. Ich sage, was ist denn, wenn du nur 80% spielen müsstest jetzt? Hier Mozart, Flötenkonzert. Was ist denn, wenn du 80% spielen sollst? Viele sagen, 80% kann ich immer. Okay. Dann mach mal. Wenn mehr kommt, lass es raus, aber 80 würden reichen. Und komischerweise sind die Leute dann entspannt. Die funktioniert natürlich nicht bei jedem so eine Übung. Man könnte auch sagen, mal ganz ehrlich, was ist denn das Wesentliche? Ne, es geht doch nicht darum, dass du während des Spiels an dich denkst und überlegst, ob du gut bist. Wer spielt denn da noch den Mozart, wenn du bei dir bist? Ne? Da ist ja keiner mehr da. Mhm. Was macht dir Spaß? Also was gefällt dir an dem Stück? Und dann kann es reichen, wenn jemand sagt, ich finde es so schön, wie die Melodielinie, wie die sich langsam entwickelt und wie dann irgendwie der Kontrapunkt oder sowas voll in der Musik, oder ich finde es toll, ich erzähle einfach eine Geschichte. Und das ist ja das Schöne, unser Gehirn, unser Arbeitsspeicher. Also was wir zu einer Zeit überhaupt wahrnehmen können, ist ja extrem gering. Ja. Das heißt, wenn ich in dem Arbeitsspeicher drin habe, ich könnte scheitern, ich könnte einen Fehler machen, die könnten mich blöd finden, dann ist mein ganzes Sein im Grunde damit erfüllt. Wenn ich aber im Arbeitsspeicher drin habe, ich habe voll Bock hier was zu rocken, ne? Oder ich freue mich da total auf den Klang, wie der so entsteht. Das ist natürlich manchmal schwierig beim Probespielrepertoire, weil das komplett verbranntes Material ist. Ne? Ja. Das müsste man dann neu entdecken. Ne?
Und weil sie auch oft so kurz sind, also dass man da wirklich reinkommt in die Musik, ist eine Herausforderung. Ja, genau. Das ist es ja auch. Das ist ja auch verrückt, ne? Dass man weiß, ich habe nur 2 Minuten Zeit letzten Endes. Also mit einer Trompeterin haben wir das gemacht. Die war auch total gestresst wegen Haydn-Konzert und jeder weiß natürlich genau, wie das klingen muss. Und das hat sie total gestresst, dass dieser Haydn einfach so verschissen anstrengend ist. Und dann hat sie das, dann haben wir daran gearbeitet und der Lösungssatz war nachher, und es war klar, sie muss als erstes Haydn-Konzert spielen. Der Lösungssatz war, jetzt spiele ich diesen verkackten Haydn so, wie ich will. Super Satz. Und sie hat sich total kaputt gelacht. Der bleibt auf jeden Fall hängen im Kopf. Der bleibt hängen, ja, und das ist wichtig. Und wenn ich mir erlaube, den verkackt zu finden, dann merke ich ja auch wieder, dass das total tolle Musik ist. Aber man darf das nicht zu heilig sein. Oder neulich hatte ich eine Geigerin im Kurs, im Coaching, die wirkte so total perfekt, wie sie alles spielte, wie sie über Musik sprach. Und dann ging es da um Mozart, also erste Runde Mozart-Konzert. Und dann sagte sie so, ja, und dann spiele ich Mozart und dann ist alles so aufregend und dann darf man da keinen Fehler machen. Und aus mir platzte so raus, ohne dass ich überlegt hatte, Schnauze halten, Mozart spielen. Und sie fängt an zu lachen dabei. Und dann haben wir das als Kraftsatz mitgegeben. Schnauze halten, Mozart spielen. Und das ist zum einen witzig und zum anderen ist das ja zutiefst sinnvoll. Ne? Dieses Rumgeplapper, was da einige innere Anteile da machen, das hilft ja keinem. Ne? Ja. Also das ist der zweite Punkt. Ich darf nicht gut sein wollen, sondern ich muss auf etwas anderes fokussiert sein. Und ich weiß schon auch, also ich bin ja nicht blöd, ich weiß schon auch, dass das beste Ergebnis ist, wenn ich gut gespielt habe. Ja. Aber es gibt eine Beobachtung von mir, das Wollen verhindert das Können. Und wenn ich zu viel will, dann ist das nun mal nicht, also im Ausdauersport ist es manchmal so, dass man mit dem Willen noch eine Kraft mobilisiert, am Ende noch lange und schnell zu laufen. Aber das haben wir im Bereich von Feinmotorik nicht. Da ist mein Wollen, steht mir da eher im Weg. Ne? Deswegen ist das Wollen nicht wirklich der beste Weg zum Können. Ja. In der Probephase schon. Also wenn ich an mir arbeite und zu Hause übe, dann sollte ich schön viel üben, so dass ich es richtig immer besser mache. Aber beim Auftritt findet eine andere Logik statt. Das ist eine Auftrittslogik, die ist anders. Mhm. Also das war das Gutsein wollen. Der dritte Bad Five ist gut gefunden werden wollen. Auch ein hochinteressanter Aspekt. Oh ja. Also es ist ja normal, dass man dann, wenn man gut gespielt hat, beklatscht wird. Und das darf auch das Ergebnis unseres Auftritts sein, dass man beklatscht wird. Und das darf man und sollte man auch mitnehmen und auch wirklich wahrnehmen. Das ist nämlich auch schon mal ein Problem für manche. Ne? Aber das Ergebnis meines Auftritts darf es schon sein, dass die mich gut finden, aber es darf nicht die Absicht meines Auftritts sein. Wenn es die Absicht meines Auftritts ist, dass die mich gut finden, dann kreise ich auch nur um mich. Und darum gehe ich nicht ins Konzert. Ich kaufe mir keine Karte, um jemanden dabei zu beobachten, wie er sich gut finden soll. Ich möchte, dass der Mozart spielt oder was auch immer. Und und wenn er sich verspielt, ist mir auch egal. Ich will eine authentische Persönlichkeit sehen und keine Mogelpackung. Aber ist es nicht doch meistens die Motivation, warum wir uns überhaupt auf die Bühne stellen, dass wir dieses gemocht werden suchen? Ja, also ja, das ist sicherlich. Bei einigen ist es, glaube ich, ein Motor, weil man nicht hinreichend Liebe und Zuneigung bekommen hat und gemerkt hat, wie leicht man das auf der Bühne kriegt. Kann das schon sein, dass man das da sucht, aber es ist auch völlig okay, wenn man so einsteigt. Ja. In den Beruf. Finde ich völlig okay. Wir Ärzte haben Helfersyndrom oft am Anfang. Wir wollen alle retten. Es ist völlig okay, wenn man so anfängt, aber das muss man irgendwann behandelt haben. Mhm. So, das heißt, also es ist doch kein ernsthafter Künstler, der nur beklatscht werden will. Also mich interessiert doch nicht einer, der beklatscht werden will, sondern einer, der auch so mutig ist in seiner Interpretation, dass er eventuell sogar abgelehnt wird. Das ist doch Kunst. Ja. Wenn jemand sagt, ich mache das jetzt einfach mal anders, ja? Ja. Ich will das mal anders machen. Ich habe das Gefühl, das wird besser dann. Dann ist er in der Sache, dann ist er im künstlerischen Prozess. Wenn er nur sagt, hoffentlich finden die mich gut und beklatschen mich, ja, und bei Kindern ist auch okay, aber irgendwann würde ich gerne mit den Leuten daran arbeiten, dass sie mehr Selbststärke entwickeln, mehr Selbstwertgefühl, sodass sie auch die Kunst bereichern. Da kommt ja nichts Neues in die Kunst, wenn alle nur abgeklatscht werden wollen. Ne? Absolut. Das ist der große Balanceakt im Probespiel, Ja, wo wir natürlich die Stelle haben wollen und so gemocht werden wollen. Ja, und ich sag mal so, jetzt müssen wir mal über das Probespiel kurz Einschub. Wir haben jetzt Bad Five Nummer 3 gut gefunden werden wollen. Die Lösung ist, dass man sagt, ihr dürft mich auch scheiße finden oder ihr dürft mich auch blöd finden. Wer mein Spiel blöd findet, ist nicht meine Zielgruppe.
Das ist natürlich ein Move, aber trotzdem, letzten Endes ist es so. Ja, warum? Es gibt bei allen Interpreten oder allen Künstlern ja weltweit Leute, die ganz oben stehen, die aber andere nicht mögen. Ja. Es gibt Leute, die ganz oben mitspielen, die wirklich, wo man zweifelsfrei sagen kann, die haben es komplett, die haben großen Platten, CDs, Konzerte, alles voll, die verdienen richtig viel Geld sogar damit. Aber trotzdem gibt es sowohl Laien als auch Fachleute, die sagen, ich mag den nicht hören. Ja. Mir wird regelrecht schlecht, wenn ich den höre. Das ist doch widerlich. Ja, wirklich. Ja, Ich habe es erlebt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich fuhr im Auto und hörte so einen Opernsänger da singen. Ich kannte den nicht, aber ich dachte nur, wie kann man nur so widerlich singen, mit so viel Muskulatur im Hals, ja? So ein Angeber. Oh, gruselig, dachte ich nur. Dann kam der Name, einer der bekanntesten Sänger der Welt. Da dachte ich, oh Scheiße. Dann ist es mir Monate später nochmal passiert, weil ich die Stimme nicht kannte. Wieder so ein Angeberhals da. Ich fuhr wieder Auto. Ich dachte, oh, ich muss ausmachen. Dann kriege ich ja Körperschmerzen, wenn ich das höre. Ja. Und wieder derjenige. So. Das ist doch echt eine spannende Beobachtung. Der darf keine Selbstzweifel haben, nur weil ich es scheiße finde. Ich finde es wirklich scheiße, muss ich sagen. Also ich finde es richtig eklig. Er ist großartig. Und er hat sein Publikum und alle finden ihn, oder die ganz, ganz viele finden ihn gut. Aber es gibt eben die sagen, so mag ich Gesang nicht. Das sagt doch jetzt übrigens gar nichts eigentlich über ihn aus, sondern nur über meine Gesangsästhetik, die ich habe. Und meine Hörfreude, die sich bei mir eher entfaltet, wenn jemand anders mit seinem Hals umgeht. Ja. Ne? Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Also man darf auch nicht das Ziel haben, dass alle einen gut finden. Ich sage mal so aus Spaß, selbst Gott finden viele scheiße. Und der soll ja angeblich allmächtig sein. Also das geht doch gar nicht, ne? Und wenn Gott schon von einigen wirklich abgelehnt wird oder scheiße gefunden wird, das wäre doch eine komplette Gotteslästerung, wenn ich meine, ja, ich muss von allen geliebt werden. Tja, ne? Gutes Argument. Ne? Ja, so, das ist das gut gefunden werden wollen. Nochmal einen kleinen Einschub, bevor die anderen letzten beiden Bad Five kommen. Das Probespiel ist ja ein Personalauswahlinstrument. Ne? Man sucht neues Personal mit so einer Maßnahme. Und da muss man sagen, das ist kompletter Schwachsinn. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es harte Worte, ne? Ja, aber ich bin ganz bei Ihnen. Gutes Beispiel. Da suchen wir eine Tutti-Stelle. Ne? Geige, erste, zweite Geige, Bratsche, Cello, Tutti. So. Was ist Tutti? Da muss man echt eine Begabung haben, sich anzupassen und einzufügen. Das ist die große Begabung. Das können übrigens viele nicht. So, jetzt komme ich hin, bewerbe mich um eine Tutti-Stelle und als erstes muss ich ein romantisches Konzert spielen, wo ich gestalte, wo ich Raum nehme, wo ich eine Aussage treffe. Das darf ich nie wieder machen in diesem Orchester. Das ist doch absurd. Absolut. Das ist doch absurd. Also an der Stelle merkt man es mal. Und wenn man denn jetzt sage, Probespiel, erste Runde, 1,5, 3 Minuten hinterm Vorhang. So, wo habe ich denn solche Abendveranstaltungen mal gesehen, dass Leute 3 Minuten hinterm Vorhang immer nur die ersten Takte spielen? Das gibt's im echten Leben nie wieder, was da getestet wird. Nee, Gott sei Dank. Ja, eben. Ja. Aber man testet etwas, was man im Leben nie wieder braucht. Also da muss man schon sagen. Und man sieht es ja auch, dass Orchester oftmals 3 Leute in der letzten Runde hatten, in der dritten Runde, und sich trotzdem nicht entscheiden können. Absolut. Das gibt's auch bei uns. Ja. Genau. Und warum? Wenn man da mal hinguckt, die haben Angst. Und ich glaube, dass sie auch Angst haben, dass sie ihrem eigenen Personalauswahlinstrument nicht vertrauen. Wenn das Instrument richtig gut wäre, dann würde man sagen, alles klar, das sind 3 in der letzten Runde, jetzt machen wir eine 4. Runde und derjenige kriegt's dann, weil das ist unser Qualitätsstandard. Wir haben das genau so überlegt und wir vertrauen auch unserem Instrument. Aber wenn 3 Leute in der dritten Runde sind und man sich nicht entscheidet, dann könnte man auch sagen, nee, also euer Auswahlinstrument ist nicht wirklich gut entwickelt, ne? Ja, absolut. Ja. Haben Sie da schon Gegenvorschläge, wie man es anders machen könnte? Ich bin wahnsinnig neugierig. Es gibt ja aus Musikerkreisen gute Ideen. In Hannover in der Oper, da habe ich mal ein paar Trainings gemacht. Da hatten die Bratschen, die Solo-Bratscherin, die hat gesagt, sie macht dann Kammermusik mit den Leuten. Ja, das habe ich auch. Einfach. Sie setzt sich mit denen hin und macht zusammen was. Dann kriegt sie viel mehr mit, wie man zusammen atmet, wie man zusammen spielt. So, also es gäbe ja... Also aus Musikerkreisen, glaube ich, viel mehr Ideen. Also ich habe da vielleicht auch ein paar Ideen, aber ich glaube, dass die Musiker selbst wissen, was sie brauchen und das kann man dann testen. Ne? Ja, ich habe auch gestern Alain Altinoglu interviewt, einen der führenden Dirigenten unserer Zeit, und er hat mir erzählt, dass in Brüssel, in La Monnaie, dass es auch ein Interview gibt am Ende. Also man spricht wirklich auch mit dem Menschen. Ja, was willst du? Was bewegt dich? Willst du hier wirklich herziehen? Ja.
das total fehlt wichtig. auch sehr oft, ja. Und ich habe es bei einigen Konzertmeistern gesehen, also die habe ich dann gecoacht, Menschen, die Konzertmeisterstelle haben wollten. Und das waren oftmals Leute, die wirklich perfekt an der Geige waren. Aber also das ist ja noch eine Position, wo ich ein bisschen Leadership drauf haben muss. Also ich muss ja als Mensch andere Menschen mitnehmen können. Ich habe eine wahnsinnige Verantwortung, was die Atmosphäre im Orchester angeht. Ja. Also ich muss jemand sein, der eine gewisse zusammenhaltende Energie hat, der menschlich gut kommunizieren kann, auch in Konfliktfällen. Ja. Das wäre mein Anspruch auch. Und da gibt es manchmal Leute, die wahnsinnig gut an der Geige sind, aber ansonsten kriegt man kaum ein gutes Gespräch mit denen hin. Absolut. Und sowas würde ich sagen, da liegt kein Segen drauf. Also schon in der Ausbildung sollte man auch daran arbeiten, dass man Kommunikation ein bisschen, also wenn man so eine Position anstrebt, dann muss man schon noch kommunizieren können. Ne? Das haben wir übrigens bei Chefärzten ja genauso. Wir haben Chefärzte, die grandios operieren können, aber die in der Kommunikation einfach wirklich noch viel Luft nach oben haben. Ja, da braucht es oft rundherum Qualitäten, die oft vergessen werden. Genau. Das stimme ich absolut zu. Absolut. Ja. So, bei Dirigenten natürlich auch. Wenn man da nicht Menschen mitnehmen kann, und wenn man da nicht die Fähigkeit hat, eine angstfreie Atmosphäre entstehen zu lassen, bei gleichzeitiger Hochleistungsorientierung, dann machen die Leute zu. Also was heißt denn Angst? Angst kommt von Angustia. Enge heißt das ja im Lateinischen. Das heißt, wenn ich Angst habe, geht alles zu. Und dann ist doch klar, wenn Einzelne im Orchester eine gewisse Angst haben, dass sich das auf das Gesamtresonanzphänomen auswirkt, da kann man von ausgehen. Ne? Ja, absolut. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem Bad Five. Ja, genau, ich bin neugierig. Ich habe einen kleinen Ausflug, kleinen Nebenthema aufgemacht sozusagen. Sehr spannendes, ja. Zurück. Was ein wichtiger Umgang mit Fehlern. Also viele sagen, die haben Angst, Riesenangst vor Fehlern. Fehler sind eine Katastrophe für sie. Und wenn sie einen machen, sind sie total ärgerlich, während sie weiterspielen. Ja. Und dann ist immer die Frage, wirst du besser durch deinen Fehler oder schlechter, wenn du dich ärgerst? Nee, ich werde schlechter. Lustigerweise gibt's Leute, die machen einen Fehler und dann denken so, jetzt ist alles egal, jetzt kannst du einfach spielen und dann spielen die saugut, weil die den hohen Anspruch nicht mehr haben in dem Moment. Ne? Absolut. Das gibt's tatsächlich auch. Ja. Also Umgang mit Fehlern, da muss man was können. Das habe ich übrigens bei den großen, ich spiele auch Tennis und bei die ganz großen Tennis-Cracks, wenn man die Analysen anguckt, die setzen ja viele Bälle gar nicht um. Das heißt, beim Tennis, gerade beim Spitzentennis, muss ich komplett entspannt damit umgehen, wenn ich total zurückliege. Wenn ich Unfeld Errors mache, wenn ich sozusagen Fehler mache, darf ich nicht Stress kriegen, weil dann werde ich richtig schlecht. Ja, auch von unserer Community, weil wir fragen immer nach Fragen für den Podcast-Gast. Und da kam das. Also, wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich mich nicht stressen lasse von meinem Fehler? Ja, also Wilhelm Busch hat gesagt, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Ja. Es geht auch da um ein Reframing. Es gibt ein schönes, Benjamin Sander ist ja der ehemalige Chef von den Boston Philharmonics, glaube ich, der coacht jetzt immer so junge Leute und man kann das bei YouTube angucken. Das ist ganz süß. Dieser alte, bekannte Dirigent und dann kommen so junge Leute, die alles richtig machen wollen. Und dann sagte mal irgend so ein junger Cellist auch, ja, ich habe dann Angst, dass ich einen Fehler mache. Und dann sagte er, das ist totaler Quatsch. Einen Fehler musst du so begegnen. Jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Und das finde ich lustig, wenn so ein Dirigent das sagt, ne? Ja. Dem man es ja eigentlich recht machen will. Also wir müssen einen anderen Umgang mit Fehlern finden. Also ich würde sagen, in meinen Fehlern stecken die besten Lernkurven, die besten Entwicklungspotenziale. Weil wenn ich einen Fehler mache, dann hat es gute Gründe. Also entweder ich habe das technisch noch nicht so drauf oder ich habe es harmonisch nicht verstanden oder ich bin mental abgelenkt gewesen oder ich habe Selbstzweifel an Bord, weil es was ist, wo ich denke, das kann sich nicht so gut. Also ich finde doch aber, wenn ich den Fehler ganz genau analysiere, finde ich eine super Erklärung, wo ich noch eine schöne Lernkurve machen kann. Wenn ich aber den Fehler zu aversiv betrachte, zu unangenehm sehe, dann werde ich ärgerlich sein, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich werde auch nicht genau hingucken danach. Ich werde mich nur ärgern. Aber ich werde blöd bleiben, ne? Ich werde naiv bleiben. Ich habe nicht verstanden, warum habe ich den eigentlich gemacht. Ne? Ja. Also die aktive Arbeit quasi mit dem Fehler ist es. Genau. Und das muss ganz klar sein. Und manchmal gebe ich so Kraftsätze mit, nur die Besten freuen sich über ihre Fehler. Oder ein Trompeter sagte mal, Fehler machen ist ein geiler Scheiß. Oder in meinen Fehlern stecken die schönsten Lernkurven. An meinen Fehlern kann ich besser werden. Ne?
Und man kann ja mal anders sagen, wenn jemand sagt, ich mache nie Fehler beim Spielen, dann muss man doch sagen, ey, du machst irgendwas falsch. Ja, absolut. Das kann doch nicht sein, dass du nie einen Fehler machst, dann bleibst du in deiner Komfortzone. Ja? Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass du wirklich aufmachst und da auf Risiko mal spielst und da wirklich eine Emotion rauskommt. Ne? Aber wenn ich alles so spiele, dann ist es vielleicht richtig, aber da ist ja keine Musik mehr. Das hat man übrigens in einem Orchester mal 3 Hornisten. 3 Hornisten waren in der letzten Runde, aber sie haben sich für keinen entschieden. Und dann haben sie gesagt, ja, war alles perfekt gespielt, aber uns hat so die Musikalität gefehlt. Da muss man sagen, ihr seid doch doof. Ja, die sollen perfekt spielen, die dürfen gar keinen Fehler machen, die sollen völlig eng alles richtig machen und dann fehlt euch die Musikalität. Ja, die hat ja nun mal was mit Freiheit und mit Risiko zu tun. Ne? Absolut, ja. Das ist der ewige Balanceakt. Und denken Sie auch, dass das vielleicht noch mehr Thema oder noch schwieriger für uns Musiker geworden ist, weil wir halt immer irgendwo eine Kamera neben uns haben und wissen, das bleibt jetzt einfach. Das ist jetzt nicht ein Fehler im Moment. Ja, glaube ich, oder? Und vor allem die Einspielung, man kennt diese CDs, die eben da zusammengesampelt sind und dann ist es nur natürlich perfekt, kein falscher Ton. Und dann denkt man, so muss es sein. Nee, es muss, aber wäre auch die Funktion der Lehrer, dass die sagen, also nicht so auf die Fehler schon an den Fehlern arbeiten, klar, aber dass man die nicht so überbewertet. Ne? Also das wäre Quatsch, ne? Und der letzte Bad Five ist das Selbstkonzept. Was denke ich eigentlich über mich? Sage ich bin super Musikerin, super Musiker, super Künstler. Ich kann das eigentlich. Ich habe noch ein paar Baustellen, an denen ich arbeiten muss, aber mein Potenzial, ich sehe mich da. Und das weiß ich auch, das ist quasi Feedback von anderen, die sich gut auskennen. Oder habe ich so eine Art Imposter-Syndrom oder Mogelpackungsangst und es könnte auffallen, dass ich das nicht kann oder ich bin gar nicht so gut und was man da alles hört. Ich habe kein absolutes Gehör, deswegen werde ich niemals, ich habe erst mit 12 angefangen, andere haben mit 9 angefangen. Das sind so diese Geschichten, die man dann hört, die sagen eigentlich nichts aus, diese Geschichten. Was sagt denn das aus, wenn ich mit 5 angefangen habe? Ja, kann auch sein, dass ich schwer traumatisiert bin und keine Kindheit hatte, weil ich zu früh angefangen habe. Ne? Also das ist ja die andere Seite der Medaille. Aber es gibt eben so Konzepte. Ich komme aus keiner Musikerfamilie und deswegen werde ich es nie nach ganz oben schaffen und sowas. Man hört so Sachen, die theoretisch natürlich eine Erklärung sein könnten, aber im Einzelfall überhaupt nicht sein müssen. Ja. Aber in dem Moment, wo ich so denke, ich habe kein absolutes Gehör, ich habe zu spät ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, in dem Moment werde ich nicht den nächsten Schritt gehen, weil ich mich selbst limitiere. Ne? Und wie dreht man das dann um? Ja, das ist Selbstwerttraining. Also wir gucken genau, was ist dein Selbstkonzept. Ich bin nicht so musikalisch. Ich komme aus keiner Musikerfamilie. Ich bin technisch unsicher. Und dann würden wir das mit PEP, also durcharbeiten, mit Selbststärkungsinterventionen und sowas, also verschiedenen Zwischenschritten. Und zum Schluss müssen wir gegen diese Selbstwerträuber Selbstwertspender finden. Zum Beispiel, ich gehöre zu den großen Musikern, die aus keiner Musikerfamilie kommen. Könnte man machen. Ne? Oder wenn ich genau hingucke, reicht meine Technik voll aus für das, was ich vorhab. So, ne? Oder ich habe längst bewiesen, dass meine Technik gut genug ist. Ne? Oder zu gut darf man auch nicht hören. Wäre auch eine interessante Intervention. Also wir gucken, aber da sehr individuell, welcher Satz gefällt dir, welche mentale Strategie gefällt dir. Und da ist es mir nur wichtig, dass derjenige in einen guten State kommt und Spaß hat und sein Belohnungssystem, sein Dopamin aktiviert. Und diese Sätze werden dann wiederholt, bis man sie verinnerlicht? Aufgeschrieben, die schreibe ich auf ein Rezept. Da steht wirklich Rezept, 2-mal täglich, sich klar machen, über 8 Wochen, gegebenenfalls Sätze anpassen oder Dosis erhöhen, das so humorvolle Anleitung. Und dann geht's ja wirklich um eine kognitive Umstrukturierung, nennt man das, um anderes draufgucken auf die Sache. Und das kann man schon verändern. Also, denn es fällt ja nicht vom Himmel, wenn ich aufgeregt bin. Das ist ja für viele auch interessant, wenn wir dieses Selbstwerttraining machen, dass die erstmal kapieren, wie die sich selbst gestresst haben. Was sie alles an Bord hatten, was dazu führt, die haben manchmal 10, 15, 18 Selbstwerträuber an Bord. Also einer würde ja reichen, damit ich unsicher bin. Die haben 15, 18 an Bord. Also ist doch völlig klar, dass man da nicht so performen kann, wie man es eigentlich könnte. Ne? Aber der Mensch kann sich ändern. Unsere Sichtweise, die wir auf uns und auf die Welt haben, können wir ändern. Man spricht ja heutzutage auch von Neuroplastizität. Unser Gehirn hat die Fähigkeit, wirklich auch noch im höheren Alter, sich komplett zu verändern. Ja. Und noch was zu lernen, selbst das Bewegungsgedächtnis. Also das ist schon spannend. Ne?
Ja, extrem. Und PEP arbeitet ja auch meiner Erfahrung nach mit starken inneren Bildern, die irgendwie Ja, zieldienlich sind für uns auf der Bühne. absolut, genau. Genau. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Prozess durchgehen bei PEP vor dem Auftritt, dann holen wir uns aber doch immer auch die Angst Ja, vor unbedingt. uns. Ja, Und das ist immer wieder ein spannendes Thema oder eine Frage auch von unseren ja, Studenten. Ja, wieso ja, soll ich mir die denn herholen und dann auch noch irgendwie skalieren von 1 bis 10? richtig, Weil dann trainiere richtig. ich doch meine Angst. Also wozu machen wir Nein, das? sehr, ganz zentrale und wichtige Frage habe ich oft gehört, auch von Studenten. Also, wenn da noch eine Angst ist, dann wäre es sinnvoll, dass ich die hochhole und bearbeite. Wenn ich da nicht hingucke, dann habe ich was gemacht, was man verdrängen oder abspalten nennt. Und wenn ich die nicht aktiviere, dann wird die sich definitiv im Auftritt zeigen und dann richtig, mit voller Wucht. Wenn ich sie überhaupt noch man kann ja anders sagen, wenn du es überhaupt noch schaffst, deine Angst hochzuholen, dann ist doch gut, wenn wir es zusammen machen, weil sonst kommt sie im Auftritt. Ja. Ne? Und dann holen wir sie hoch. Das ist übrigens schon Angst reduzierend. Wenn ich sage, komm Angst, zeig dich mal, ich will mal gucken, wie groß du bist. Dann vermesse ich die mit einer Skala, ist wieder Angst reduzierend eigentlich. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Machen übrigens alle Psychotherapie-Methoden im Grunde, dass man erst eine Erinnerungsspur aktiviert und sie dann verändert. Man sagt auch, eine Erinnerungsspur, also zum Beispiel eine Angst, ist dann am fragilsten, wenn ich sie wieder erinnere. Also ich erinnere sie wieder. Ich denke vielleicht an den Auftritt, den ich hatte, der blöd war, und ich habe richtig Aufregung. Und wenn ich jetzt interveniere, zum Beispiel mit dem Klopfen, dann jage ich sozusagen afferente, also zum Hirn hochgehende Reize in das System und dann verändert sich die Angst. Die ist gar nicht, das fällt einem super schwer, die Angst längere Zeit aufrecht zu erhalten. Wenn man, während man Angst hat, klopft, und deswegen finde ich das Klopfen so toll. Es gibt ja, kenne ja ganz viele andere Psychotherapie-Methoden, auch die alle hochinteressant und spannend sind. Aber das Klopfen ist das wirksamste und das schnellste und einfachste, was die Leute auch vor Ort noch machen können. Ja, Also absolut. es ist eigentlich immer so, dass die Angst im Klopfen sich reduziert. Und wenn nicht, das haben wir in 10-20% der Situationen, da klopft man, es passiert aber gar nichts. Und da muss man dann gucken auf die Big Five Lösungsblockaden. Eben haben wir die Bad Five Selbstwerträuber gehabt, jetzt haben wir die Big Five Lösungsblockaden. Und das ist immer ähnlich. Die Altersregression haben wir jetzt wieder dabei, sich kleiner fühlen, als man ist. Dann gibt's oft Selbstvorwürfe. Die Menschen werfen sich selbst was vor und dann geht's ihnen einfach nicht gut, weil man sich damit schwächt. Manchmal sind es Fremdvorwürfe an andere. Damit schwächt man sich auch, weil man den anderen quasi in seiner Täterrolle man größer macht, als er ist und sich in seiner Opferrolle kleiner macht, als man ist. Man hat oft eine Erwartungshaltung an andere, die nicht erfüllen und damit bleibt man sozusagen passiv. Und dann gibt es etwas hochinteressantes, Spannendes, aber auch Unbewusstes. Man ist loyal mit anderen, denen es nicht gut ging oder die auch nicht erfolgreich waren. Das ist natürlich nochmal ein ganz interessanter Move. Es kann sein, dass Menschen nicht erfolgreich sind in der Musik, obwohl sie alles an Bord haben. Aber sie sind nicht erfolgreich, weil sie innerlich verbunden sind mit anderen, denen es auch nicht vergönnt war, gut zu sein. Und das müssen andere nähere Personen sein, also Eltern, Geschwister, näherer Umkreis, ethnische Zugehörigkeit. Also das kann durchaus sein, dass man sich da blockiert, dass quasi parafunktionale Loyalität mit anderen hat, im Leid oder im Nichterfolg. Ne? Und dann geht es darum, auch die Selbstakzeptanz oder sich zu Ja, erlauben, besser zu sein genau. als diese Menschen. Genau, das wäre dann, es könnte durchaus sein, und das habe ich früher ganz viel gesehen. Also das nimmt jetzt ab, aber so in den ersten Jahren hatte ich viele junge Musikerinnen und Musiker, deren Eltern Kriegskinder waren, die eigentlich auch gern Musiker geworden wären. Das ging zu der Zeit nicht, die haben es nicht geschafft. Das war der große Schmerz von denen, dass sie es nicht konnten oder durften. Die Kinder haben quasi vielleicht sogar im Sinne einer Delegation das gemacht. Aber die Eltern hat es nicht erfüllt, weil dann noch größer der Schmerz war, dass sie es selbst nicht durften. Und die Kinder merken natürlich, dass da ein unerlöstes Thema bei den Eltern ist und erlauben sich eigentlich dann nicht, das voll zu genießen, dass sie so toll spielen und erfolgreich sind. Da gibt es eine innere Bremse. Und das kann einen wirklich, wirklich davon abhalten, dass man seine Erfolg auf die Straße kriegt. Tatsächlich. Ja. Ja. Also, oder wenn es den Eltern nicht gut ging oder die schwer krank waren oder umgekommen sind oder verfolgt waren, also große Themen auch, ne? Ja. Dann kann es wirklich sein, dass jemand es nicht hinkriegt, seine Kraft, seine Brillanz, seine Stärke wirklich zu leben, weil er denkt, das kann ich denen doch nicht antun. Und dann wäre der Prozess auch so, dass man das
bewusst macht, dann würde man mit der Selbststärkungsintervention, wo wir auch einen Hautstimulus setzen, sagen, auch wenn ich aus Loyalität zu meinen Vorfahren, die Schlimmes erlebt haben, mir nicht erlaube, meinen Erfolg zu genießen und richtig erfolgreich zu sein, Achtung, schätze ich mich so, wie ich bin, bleibe in Sicherheit und gehe meinen ganz eigenen Weg. Und dann gibt's einen Kraftsatz mit, der oftmals in so eine Richtung gehen könnte, wenn ich jetzt mein Potenzial lebe und richtig erfolgreich bin, tue ich es meinen Ahnen zu Ehren. Tue ich es in tiefer Verneigung vor dem großen Leid meiner Ahnen. Dann kommt Kraft. Ja, Oder liegt der Segen meiner Ahnen auf mir? Ne? Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Ja. Und Menschen, die da ein Thema haben, werden das jetzt direkt merken. Die werden merken, da ist was, da habe ich was. Ja. Das sind ja unbewusste und vorbewusste Dynamiken. Und man hört ja im Alltag nicht unbedingt von sowas. Aber wenn man mal so darüber hört, wie jetzt durch so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, dann ist es oft so, dass die Leute denken, da ist, glaube ich, bei mir was. Da muss ich mal hingucken. Ne? Ja. Und da kann man wunderbar dran arbeiten an diesen Themen. Ne? Ja, das ist eine schöne Chance von so einem Podcast, dass man Leute auf verschiedenen Ebenen erreicht. Weil Sie jetzt gesagt haben, ja, da kann man dran arbeiten. Es waren jetzt so viele Schichten, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Aber gibt es tatsächlich auch, haben Sie das schon erlebt, dass es Menschen gibt, wo Sie sagen, okay, da kommen wir jetzt nicht weiter und ich sage dem jetzt lieber, er soll was anderes machen? Oder haben wir alle das Potenzial, dass wir uns wohlfühlen auf der Bühne? Ist auch eine super Frage, super wichtige Frage. Also das Wichtigste im Bereich von Coaching und Psychotherapie ist übrigens, in welcher Kommunikations- oder Kooperationsbeziehung wir sind. Und wir sagen, wenn jemand echt was will, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ich habe eine Not, ich will das überwinden, dann ist er im Kundenmodus. Und mit dem kann man arbeiten. Dann gibt es Leute, die sind im klagenden Modus. Denen geht's nicht gut, die haben auch echt Blödes erlebt, die leiden unter was. Die haben aber selbst nicht das Konzept, dass sie etwas dazu beitragen können, dass es sich verbessert, beziehungsweise die trauen uns nicht zu, dass wir sie gut unterstützen können. Und mit denen ist es ganz schwer zu arbeiten. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind Besucher, die sind von anderen geschickt worden. Ne? Ich bin immer so aufgeregt und mein Dirigent hat mich jetzt geschickt, der hat gesagt, ich soll ein Coaching machen hier jetzt, machen Sie mal mit mir. Ne? So, mit denen kann man auch nicht arbeiten. Ne? Also wenn es Kundinnen und Kunden sind, dann haben wir eigentlich eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da Gutes bewirken. Und es gibt ein paar Leute, die waren bei mir einmal und haben dann aufgehört in dem Beruf. Und dann habe ich über Umwege danach gehört, ja, Bohne hat mir auch nicht helfen können. Einmal. Also ich sag mal so, man kann schon ein paar mehr Sitzungen machen, um an einem Thema zu arbeiten. Aber ich glaube, das war vielleicht auch so eine Art, ich hole mir jetzt noch mal eine Erlaubnis, aussteigen zu dürfen. Und ich würde lieber aufrecht aussteigen und sagen, ich habe gemerkt, das ist jetzt doch nicht mein Ding. Es war eine gute Zeit, aber ich mache jetzt was anderes. Dann gehe ich gerade raus. Aber ich finde es auch total nachvollziehbar und plausibel, wenn jemand das nicht kann und sagt, jetzt gehe ich noch mal dahin und wenn der mir auch nicht helfen kann, dann gehe ich raus. Dann ist es ein schönes Ausstiegsritual. Da habe ich den Bohne genutzt. Ne, der kann mir auch nicht helfen, dann höre ich jetzt doch auf mit dem Beruf. Ich finde es auch okay. Also das wichtig wäre nur, dass man das dann nicht so dysfunktional verarbeitet. Nach dem Motto, ich war krank, ich konnte nicht mehr. Ne? Also, und ich würde mal sagen, also einer von denen hat mal gesagt, ich hasse eigentlich klassische Musik. Also, ja, okay. Ich sag mal, wenn man als Kind schon einfach brutal begabt ist und immer hochgespült wird und gar nicht nachdenkt, will ich das hier eigentlich gerade? Ne, will ich jetzt wirklich? Und dann wird man natürlich abgefeiert, weil man das so toll macht. Und das ist schon schwer. Also wenn man toll spielt und jung musiziert und alle sagen, wow, 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 und toll, wie toll du bist. Ja, also da sind wir doch alle verführbar letzten Endes. Und dann überlege ich natürlich nicht, mache ich das jetzt wirklich? Und mit was, wie lange müsste ich denn was anderes lange gut machen, bevor ich da so beklatscht werde? Also meine frühere Partnerin von mir vor Jahrzehnten, die war Schauspielerin und Sängerin. Und wenn die auf der Bühne stand und dann so bravo beklatscht wurde und die Rosen flogen so, dann dachte ich, ey, stell dir mal vor, wir machen Visite, da ist das nicht so, dass die Patienten Rosen schmeißen und bravo schreien, ja? Schade eigentlich. Ja, eigentlich schade, könnten sie mal machen. Aber das ist doch ein Riesen, sozusagen, also das ist eine narzisstische Gratifikation ja auch, eine Selbstwertgratifikation, so beklatscht zu werden. Und da sind eigentlich alle Menschen irgendwie erreichbar, manche auch verführbar. So. Und dann ist doch klar, wenn ich da was zu gut kann, habe ich mir vielleicht wirklich nie die Frage gestellt, will ich das eigentlich?
Also das, glaube ich, ist in allen Berufen. Ich habe ja auch Medizin studiert und dann funktioniert man, irgendwann fragt man, will ich wirklich hier im Krankenhaus arbeiten? Will ich hier Oberarzt oder Chefarzt werden? Ist das, was ich eigentlich will? Und mir ist dann klar geworden, nee, will ich nicht. Ich gehe nicht automatisch weiter. Ne, ich habe mir den Chef angeguckt und habe gemerkt, der hat ja gar nicht viel gemacht. Der kann ja gar nicht viel entscheiden, so ein Chefarzt. Und da war für mich klar, ich möchte Freiheit haben. Und die Freiheit habe ich natürlich in einer Institution überhaupt nicht so sehr, wie ich sie draußen habe. Ne, ich mache mein eigenes Ding, da kann ich alles bestimmen. Ich kann von heute auf morgen was verändern und muss keinen fragen. Ne? Und das ist eine Selbstreflexion. Ja, ich finde auch oft spannend, wie viele Menschen sich auch diese Frage noch nie gestellt haben, die schon ganz weit gekommen sind in ihrer Karriere. Ja, absolut. Absolut. Ja. Ich erinnere mich an einen Geiger, der auch in ganz großen, weltbekannten Orchestern immer wieder mitgespielt hat und auch unterrichtet hat an Hochschulen und so. Und der dann irgendwann gesagt hat, ich habe gar keine Lust mehr, eine feste Stelle an einem der großen Häuser zu. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich mache lieber Projekte, ich habe meine Dozentur da, ich mache Kammermusik mit Leuten. Ich find das viel besser, als da so Sklave eines Orchesters zu sein. Ja. So, ne? Also, und das kenne ich schon auch von anderen, die dann gesagt haben, okay, ich habe zwar diese Stelle und habe eine Professur nebenbei, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Orchester, ich mache jetzt nur noch Professur. So, das hört man ja immer wieder. Das muss zu Einzelnen passen. Andere wiederum sind total gut aufgehoben in einem Orchester. Ja. Und vor allem, wenn es ein nettes Orchester ist, wo wirklich eine gute Atmosphäre, gibt's ja auch. Ich bin ja oft als Gast so in Orchester gegangen und da merkt man als Gast innerhalb von 3 Minuten, wie die Atmosphäre in so einem Haus ist. Und es gab Atmosphären, da hätte ich zum Verrecken niemals arbeiten wollen. Und es gab andere, da hatte ich das Gefühl, das ist ein Freundeskreis. Die sind so nett miteinander, die gehen so liebevoll miteinander um. Das ist so eine Wertschätzung da. Hier würde ich auch gerne arbeiten. Ja. Habt ihr nicht noch irgendwas für mich? So, ne? Schön. Ja, das ist echt interessant. Ne? So. Und das habe ich übrigens den Leuten, die ich gecoacht habe, immer wieder gesagt. Also, na klar, wenn man gerade dankbar sein kann, dass man irgendeine Stelle kriegt, kann man nicht viele Ansprüche stellen. Aber ich habe ja Leute gesehen, die wirklich ganz oben mitspielen. Und ich habe gesagt, macht dir eins klar oder machen sich eins klar. Nicht nur das Orchester sucht sich Musiker aus, sondern sie suchen sich auch ein Orchester aus. Mhm. Und wenn die da echt komisch sind, wenn ihnen die total unsympathisch sind, wenn die da klauen, ja, wenn die da entwerten, wollen sie da wirklich arbeiten? Jeden Abend, Heiligabend, ne, nicht mit der Familie, sondern konzertieren. Wollen sie ihre Zeit mit diesen Menschen da verbringen? Und dann ist es relativ einfach auch. Denn wenn ich mir klar mache, ich entscheide auch, wo ich hingehe, bin ich wieder in einer Handlungsposition, in einer Selbstwirksamkeitsposition. Ja. Wenn ich nur denke, die entscheiden, jetzt bin ich passiv. Allein deswegen würde ich mir klar machen, ich entscheide selbst, ob ich komme oder nicht. Ja, das ist eine wunderbare Nachricht auch an unsere Hörer, die ja hauptsächlich Musikstudenten sind, die gerade im Sprung sind ins Orchester, auch in diese Eigenverantwortung wirklich im Studium schon zu gehen und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Ja. Und auch für diese Zuhörerinnen wäre es total spannend, irgendwie von Ihnen zu hören, was Sie ihnen raten würden für die optimale mentale Vorbereitung für ein Probespiel. Wann beginnt die und welche Schritte können die wirklich konkret setzen? Das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Manche sagen, ich habe in 4 Monaten ein Probespiel, aber das ist noch so lange hin, da gucke ich noch gar nicht hin. Ne? Andere sagen, ich habe in 2 Jahren ein Probespiel, da muss ich jetzt schon mal darauf vorbereiten. Ne? Da würde ich gucken, wann hat jemand Interesse. Und ich würde eben alles nutzen, was es in dem Bereich der mentalen Stärke gibt. Ja. Und man muss aber auch kritisch gucken, ist das was für mich? Gibt ja viele Coaches, die in dem Feld unterwegs sind. Ich habe über 100 Leute ausgebildet, die mit PEP arbeiten und dem. Ne, kann man auch auf meiner Homepage gucken und da gucken, passt das zu mir? Passt die Person? Das ist total wichtig. Ja. Und passt der Ansatz? Es gibt ja auch mit Hypnose, habe ich früher super Sachen gemacht, mit Auftrittsvorbereitung und Hypnose. Ist mir jetzt zu aufwendig geworden. Mit PEP finde ich schneller und einfacher. Und da nutze ich jetzt nur noch ein bestimmtes Tool aus der Hypnose, was ich toll finde. Also man muss gucken, liegt der Mensch mir als Coach und liegt mir die Arbeitsweise? Ne? Also Sie würden sagen, da gibt's keine Deadline, wo Sie sagen würden, okay, jetzt zumindest einen Monat vorher sollte man anfangen mit diesen... Es gibt ein Phänomen, was ich schon wichtig finde. Viele haben Angst und dann kommt wieder dieses, ich gucke mir doch meine Angst vorher nicht an, da mache ich es ja größer mit. Nein, die Angst wird dadurch nicht größer. Also die Angst wird größer, wenn ich allein zu Hause sitze, an die Angst denke, nichts anderes mache, dann könnte die sich auswachsen. Das stimmt. Aber wenn ich in einem professionellen Kontext, Coaching, die Angst hochhole oder Training, die Angst hochhole und dann mit was anderem interveniere und dann verändere, dann zerbröselt die wird geringer. Das ist eigentlich immer der Fall. Und wenn sie nicht direkt geringer wird, dann finde ich,
die Big Five Lösungsblockaden, die ich mir dringend angucken sollte. Weil sonst passiert mir das ja beim Auftritt, ne? So, deswegen würde ich schon hingucken. Viele verdrängen diese Idee, ich habe da ein Probespiel, die lenken sich dann ab, dann sind sie sozusagen, fahren sie da irgendwo hin, fahren dann nach Wien, ach so, dann gehe ich da mal hin, gehe ich mal auf die Oper zu, und so, ach so, dann muss er reingehen, ach so, ne, dann treffe ich noch Leute, hey, was machst du, hallo, so, ne, die sind total so, und dann sitzen sie auf einmal, da stehen sie da und merken, scheiße, ich muss ja jetzt spielen, ne. Und dann werden die komplett überwältigt, weil das Nervensystem vorher noch nicht trainiert hat, wie will ich denn damit umgehen, wenn das und das passiert. Also Auftrittscoaching ist ja auch nichts anderes als, ich gewöhne mein Nervensystem schon mal daran, dass da eventuell es richtig um was geht. Und dann gucke ich doch jetzt schon mal, was dann aufpoppt. Und wie lange braucht unser Nervensystem normalerweise, um das zu regulieren im Vorfeld? Also es gibt Leute, also ich habe meiner Tochter, die ist hier auf der Waldorfschule, die hatten dann das Achtklasspiel, war das, glaube ich, damals, Theaterstück. War das Achtklasspiel oder Zehntklasspiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls wusste ich dann, der eine Mitschüler, der ist total aufgeregt. Der kann den Text noch nicht mal behalten in der Probe. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, WhatsApp den doch mal an, wenn du willst, dann coach ich den. Ja, wenn du willst, mache ich das. Okay, dann hat sie ihn, und er wollte dann. So, also ich dann 2 Stunden, also die waren schon angezogen, 2 Stunden vor der Aufführung bin ich halt hin. Und da waren noch 2 andere, die mich ja auch kannten und gesagt haben, wir wollen auch mitcoachen. Dann habe ich mit diesen 3 Schülern da gestanden und mit denen geklopft und Altersregression transformiert und ein paar Tipps noch gegeben, wie man das am besten macht, wenn man Text vergisst. Also, dass man keinen Stress kriegt, sondern das ist oftmals beim Theater ist oftmals das Interessanteste, wenn man in der Rolle drin bleibt. Und so, ne, und so. Und dann habe ich da ein bisschen mit denen noch geklopft und so, ne. Das war alles also ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Als ich das so machte, dachte ich, was machst du hier eigentlich? So völlig wildes Zeug, bevor die gleich auftreten. So, und dann war der Auftritt und er war großartig. Er war wirklich großartig. Er hat richtig schauspielerische Begabung und hat es genossen und hat sich ziemlich wohl gefühlt. Hat keinen Texthänger gehabt, gar nichts, ne. Also das war jetzt spätestmögliches Coaching, so, ne. Blöd ist, wenn man schon sehr, sehr aufgeregt ist und man hat nicht mehr genug Zeit, nochmal 2, 3 Interventionstools einzubauen. Also wenn man erst Tage vorher oder Stunden vorher, das habe ich schon auch erlebt, ne? Jemand verdrängt es so lange und dann sagt er, jetzt übermorgen ist Probespiel und dann rufen sie mich abends noch an, Herr Bohne, haben Sie morgen noch einen Termin für mich, ne? Ja, das ist natürlich doof und dann ist man unter Zeitdruck. Und es kann ja auch sein, dass das reine Klopfen oder das reine Selbstwerttraining nicht reicht, sondern wir noch mal ein anderes Tool nutzen müssen. Da wäre es schon schön, wenn man ein paar Wochen Zeit hat, ne? Ja. Also so würde ich es machen. Andersherum, es gab auch Leute, die sowas gechillt waren, sagten, ja, ich habe dann nächstes Jahr Examen. Kann mir vorstellen, dass ich dann aufgeregt bin und dann würde ich gerne Coaching bei Ihnen haben. Ja, wenn Sie jetzt dran denken, wie ist denn jetzt, wenn Sie dran denken, nee, jetzt ist mir echt egal. Also habe ich auch gesagt, kommen Sie, wenn Sie ein bisschen aktiviert sind innerlich. Also ein bisschen Aktivierung wäre schon schön, ne? Um direkt daran arbeiten zu können, ne? Okay, ja. Ja, meiner Erfahrung nach ist es auch so jetzt eben Orchesterleben, was man halt auch von anderen Orchestern rundum so hört. Es ist doch immer noch irgendwie ein Tabuthema, über Auftrittsängste zu reden. Leider. Und sie werden oft dann lieber auch medikamentös und so weiter weggemacht, als sie zu thematisieren und zu bearbeiten. Ja. Sehen Sie da eine Entwicklung in eine richtige Richtung oder bleibt das Also ich habe ja nicht mehr meine Nase so an den Orchestern, aber wenn Sie das sagen, dann ist es genauso, wie es vor 25 Jahren war und das ist schlimm. Also das ist wirklich schlimm und ja. Wir wissen ja eigentlich mittlerweile auch durch Arbeiten wie die von Ihnen, dass es eigentlich fast jeden betrifft. Also da geht's natürlich von bisschen Lampenfieber bis wirklich Panik. Aber aktiviert sind wir alle, wenn wir auf der Bühne stehen. Deswegen wundere ich mich so und deswegen frage ich auch so blöd, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Das ist verrückt. Ja, ist es. Ist es tatsächlich. Ich glaube, und das ist auch, vielleicht kommt jetzt was zur Sprache, ich habe es auch nicht verstanden, warum die Musikhochschulen so ablehnend sind dem gegenüber. Ne? So, also und richtig sogar negativ reden dann, Auftrittscoaching, die lernen dann, wie sie auf eine Bühne gehen und sich verneigen oder sowas. Oder so, also wenn ich in Hochschulen was gemacht habe, ist es oft so, dass also entweder ich habe was gemacht mit den Hauptfachlehrern,
dass wir gemeinsam den Workshop gemacht haben. Also der Professor saß mit drin. Das ist das Beste, weil der dann natürlich die ganzen Sachen hört, die ich erkläre. Und der dann sagt, ja stimmt, da hat er recht, wäre ich ja nie drauf gekommen, super. Und die sehen sozusagen, wie die Arbeit dann ist, die Live-Arbeit. Und der Lehrer findet es klasse. Das ist eigentlich das Beste. Ne? So. Oder der Lehrer sogar sagt, ich habe mich auch coachen lassen. Es gibt ja Leute, die bei mir waren, die das öffentlich erzählt haben, die erste Professur haben. Und das ist wirklich ein Segen, weil dann Dutzende von anderen kommen und sagen, ja, meine Professorin hat gesagt, dass sie bei Ihnen war und dass es total gut sein soll. Und dann sage ich auch mal ganz ehrlich, das sagen nur echt coole Typen. Also wer innerlich richtig reif und stark ist, wenn eine richtige künstlerische Persönlichkeit ist, der hat diese Stärke sozusagen, das zu sagen. Aber ich verstehe die anderen auch, weil sie niemals über Schwäche gesprochen haben und nicht gelernt haben, dass es eigentlich sympathisch macht einen Menschen, dass er auch eine verletzliche Seite hat. Ne? Ja. Also von daher, ich verstehe das, aber ich finde es blöd, wenn man Medikamente fressen muss, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Denn das ist ja eine Ich habe unheimlich viele Leute gesehen, die Beta-Blocker genommen haben. Das ist eine Selbstwertbeschädigung, weil die wissen natürlich, ich funktioniere nur, weil ich diesen Beta-Blocker nehme. Wenn ich den nicht hätte, würde ich nicht arbeiten können. Das macht doch was mit eurem Selbstwertgefühl. Und da kann man wunderbar dran arbeiten natürlich. Ne? Ja. Und vor allem, wenn ich einen Beta-Blocker einschmeiße, habe ich nichts von mir verstanden. Ich bleibe dumm. Wenn ich an mir arbeite, dann verstehe ich etwas von mir. Ich verstehe, ich habe ja einen wahnsinnigen inneren Antreiber. Ich will geliebt werden über das, was ich mache. Ich will es anderen recht machen. Ich habe Angst, andere zu enttäuschen. Ich habe ein wahnsinnig, rigides Konzept mit Umgang mit Fehlern. Ich lerne noch total viel über mich. Und da kann ich ja mich weiterentwickeln. Also ich bin als Person dann gereift. Ja. Also wenn ich am Ende meines künstlerischen Lebens als Musikerin oder Musiker sagen kann, ja, ich kenne das auch, dass ich total aufgeregt war, habe ich dann dran gearbeitet. Und das war echt spannend, weil ich viel über mich und über das Phänomen Psychologie gelernt habe. Dann bin ich eine gereifte Persönlichkeit. Wenn ich sage, ich habe 50 Jahre im Orchester funktioniert, ich habe ja meinen Beta-Blocker gehabt, aber ich habe da nie genau hingeguckt, das ist auch schon traurig, finde ich. Also man muss jetzt muss man aufpassen, ne? Dass man nicht so ein Lebenskonzept vorschlägt, was für alle richtig ist. Also für mich ist es sinnvoll und heilsam hinzugucken und sich selbst zu entwickeln. Ja. Aber manche Leute wollen noch nicht hingucken. Da kann man jetzt nicht sagen, ihr seid schlechter. Nein, jeder entscheidet in seinem Leben selbst, inwiefern er sich reflektieren will oder hingucken will oder sich auch emotional oder persönlich verändern und entwickeln will. Es gibt die Angebote. Aber der Fehler da kann man mal sagen, das ist ein systemisches Problem. Die Musikhochschulen haben hier völlig versagt, muss man sagen. Weil es eben, also ich halte total viel von der Musikermedizin. Ne? Also ich war ja auch da immer wieder, Professor Altenmüller, mit dem habe ich früher kooperiert. Aber ich habe auch gesagt, das Thema Auftrittsstärke, mentale Stärke, Bühnenwellness gehört nicht in die Musikermedizin aus meiner Sicht. Weil Medizin klingt immer schon nach Krankheit, die behandelt werden muss. Aber dass Menschen im oder nach dem Musikstudium Auftrittsstress haben, hat nichts mit Krankheit zu tun bei den allermeisten, sondern die haben einfach einen Mangel an Schulung erlebt. Also wenn ich das an einer Musikhochschule oder schon an einer Musikschule als Kind erlebe, diese Big Five und Bad Five, ne, wenn meine Lehrer sich auch mal Zeit nehmen, mir zu sagen, was schon alles toller geworden ist in meinem letzten Jahr. Ne? Also wenn man mal nach Hause kommt und sagt, meine Lehrerin hat gesagt, das ist schon besser und das ist besser und das ist besser und das ist besser. Ja, dass dann noch Luft nach oben ist klar, aber was ist schon besser? Ja. Also diese didaktisch-pädagogische Fähigkeit, das haben viele in der Musik nicht. Also ich habe Tennisunterricht jetzt wieder neu, seit 2 Jahren jetzt, und den besten Lehrer der Welt, würde ich sagen. Der Ralf ist wirklich, der macht das Jahrzehnte, aber mit welcher Leidenschaft der mir erklärt, was man da machen soll. Und wie der auf das guckt, was jetzt besser ist. Der guckt sich nur eine Sache an. Du stehst ein bisschen zu nah am Ball. Lass dir ein bisschen Zeit. Dann arbeiten wir nur daran, Position zum Ball. Und dann wird das natürlich besser dann. Und dann sagt er nur Sachen, die gut sind. Und die anderen kriegt er schon mit. Und da arbeiten wir dran. Aber ich sag mal, so, dass es mich nicht schädigt. Ja. Ne? Ich habe so einen Move gekriegt, also teilweise spielen wir jetzt täglich Tennis, weil ich so eine Leidenschaft entwickelt habe jetzt, und das hat viel mit dem Lehrer zu tun. Ja. Ne? Und in der Musik ist es dann oft so, dann macht man was und dann, ja, okay. Also dieses spielerische, auf die Stärken guckende und
und mit den Schwächen mal spielerisch umzugehen, da glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Ja. Und die Musikhochschulen müssten tatsächlich, das müsste ganz normal sein. Da müssten Professoren sagen, boah, ey, ich hatte ja eine Krise, ein Jahr lang habe ich ja gar nicht gespielt, weil ich da total Selbstzweifel hatte. Und dann habe ich sehr interessant daran gearbeitet, tat mir total gut. Und dann danach habe ich eigentlich mehr durchgestartet als vorher. Danach hat mein Spiel eigentlich eine größere Tiefe gehabt als vorher. Solche Geschichten brauchen wir doch. Wenn wir keine Modellgeschichten davon haben, vom Scheitern, das hat ja auch was mit Scheitern zu tun, dann bleiben wir da dumm. Es gibt ein schönes Buch von Charles Papin, das ist ein französischer Philosoph, Die Schönheit des Scheiterns heißt das. Der guckt aus philosophischer Sicht auf das Phänomen Scheitern und warum das total sinnvoll ist. Sowas zum Beispiel würde ich auch lesen. Ja. Also, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Denn das Scheitern ist ja in uns Menschen angelegt und hat eine hohe Sinnhaftigkeit auch, ne? Also da glaube ich, wenn die Atmosphäre an den Musikhochschulen anders wäre, wenn man das nicht als narzisstische Kränkung erleben würde, dass andere Leute da arbeiten und den Studierenden die mentale Stärke beibringen, dann wäre es ja gut. Ja. Also ich hatte eine Seminarteilnehmerin im PEP-Kurs, die auch Geigerin ist. Und der habe ich da gesagt, ich verstehe nicht, warum die Musikhochschulen, die haben so gute Hauptfachlehrer, die haben so eine gute, geniale Ausbildung. Wieso machen die nicht noch ein bisschen was, damit die Leute bei den Wettbewerben und bei den Probespielen einfach saugut performen? Das ist doch nicht mehr viel, was man da machen muss. Und da meinte sie, weißt du was, ich glaube, das ist eine narzisstische Kränkung. Sie kennt einige, die halten es nicht aus, wenn da ein Nicht-Musiker kommt, der sozusagen den Studierenden was beibringt, wo die total gut performen dann. Ja. Ne? Ja, spannend. Da braucht es vielleicht auch irgendwie ein Reframing von uns Musikern, die jetzt mitten im Musikerleben stehen, irgendwie das Thema Auftrittscoaching als etwas zu verstehen, zu bezeichnen, das Professionalität auch ausdrückt, dass ich Verantwortung übernehme dafür, wie es mir geht auf der Bühne. Absolut. Genau das ist es. Ja. Genau das würde ich sagen. Also ich würde sagen, Menschen, die als Musiker sagen, okay, also entweder ich habe da in bestimmten Kontexten richtig Angst und kacke ab, oder ich spiele da und ich merke, ich bin nicht ganz frei. Ich spiele da und ich weiß, wo ich bin und ich gehöre von mir aus zu den Besten der Welt. Habe ich auch von einigen der Besten der Welt gehört. Ich bin da nicht ganz frei. Das ist ja auch ein Thema für Auftrittscoaching, wo ich sagen würde, okay, was funkt denn da rein? Welches Konzept von Einschränkung ist da vorhanden, sodass der letzte Grad an Freiheit sich nicht ganz entfalten kann? Ja. So, ne? Da kann man super dran arbeiten. Spannend. Also ich habe das in einem Musikerporträt, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, das ist immer komisch, in einem Fernsehporträt von einer Geigerin gesehen, die gesagt hat, ja, dann ist das manchmal so, zu Hause geht der Lauf, aber dann im Konzert nicht. Und man weiß ja auch nicht, warum, sagte die dann. Ne? Sag ich, naja, ich wüsste schon, warum. Ne? Da würden wir ganz genau gucken, was ist in dem Moment los? Und es kann sein, dass ein mentaler Aspekt da ist, den man selbst vielleicht gar nicht mitkriegt. Also das ist ja das Phänomen, also die meisten Musiker aus meiner Beobachtung haben ja nicht gewusst, dass gut sein wollen ein Problem ist. Ja. Ne? Ja. Also wenn Musiker sagen, ich will jetzt einfach zeigen, was ich kann. Ja, aber wenn jemand zeigen will, was er kann und er kann viel, dann hat er einfach einen Stress gemacht. Und wenn man das sozusagen versteht, dann findet man eine Lösung da dran. Ne? Und das muss viel, viel selbstverständlicher sein. Es gab ja einige, die ich gecoacht habe, die es überall rum erzählt haben. Ja. Ne? Weil sie auch sagten, bitte, ich kenne keinen, der das nicht letzten Endes hat. Und ich sag's natürlich, weil ich auch will, dass die jungen Leute, die jetzt kommen, da eine Unterstützung kriegen, die wir damals nicht hatten. Ne? Und wie wirkt denn das, wenn jemand sagt, ja, ich war bei Michael Bohne oder der war bei uns im Haus, da war ich mit am Workshop, das war total gut. Wie wirkt denn das, wenn jemand sagt, ich habe das auch gemacht und das war super? Das wirkt doch eher wie eine innere Stärke und nicht wie eine Schwäche. Ja, ne? Absolut. Also Schwäche und da muss man auch sagen, ein bisschen Dummheit ist, wenn Leute, die selbst Auftrittsstress haben, andere entwerten, die Auftrittsstress haben. Dann würde ich sagen, ja komm jetzt, und es ist ja auch putzig, Leute kommen dann zum Probespiel und haben Angst, da zu spielen. Man könnte ja mal sagen, hier, der soll doch der Konzertmeister selbst mal zeigen, wie er es gern hätte mit dem Mozart-Konzert. Ja, spiel doch jetzt mal so geil, wie es deinem Hause gemäß ist. Da traut sich doch keiner. Also mag es sein, dass es auch welche gibt, aber ich habe das ja damals angeboten in den Workshops. Ne? Auch die Festangestellten können von mir gecoacht werden. Das hat nie einer abgefragt. Ne? Nur Leute, die eine Probezeit hatten oder die sagten, ich habe hier nur ein Praktikumsjahr, die habe ich dann da gecoacht. Ne? Also das ist doch normal. Ne?
Ja, Und da, wenn wir den Mythos da überwinden, ne, ich bin nicht schwach, wenn ich Angst oder Stress habe oder wenn ich in manchen Kontexten nicht ganz so frei bin, sondern es ist zutiefst menschlich. Dann humanisieren wir auch die Musik ein bisschen mehr. Ich glaube, das würde der Gesamtmusik ganz gut tun. Ne? Oh ja, das ist sehe ich auch ganz stark als meine Leidenschaft an, das weiter zu verfolgen. Also das ist ein ganz spannender Weg und ich glaube, dass jetzt vielleicht auch langsam so die Zeit kommt, wo das möglich ist mit den Studenten. Halt. Ja, und da braucht es ja auch so Herolde wie Sie, dass Sie auch sagen, ich habe das auch gemacht, ich kenne das, mir hat das gut getan. Ne, und ich unterstütze jetzt junge Leute, dass die das früher kennenlernen. Das zeigt doch eine gewisse innere Stärke auch. Und gleichzeitig eine Differenziertheit, dass in dem System was verbessert werden muss. Mein Ziel ist ja nicht, dass wir alle über unsere Gefühle reden. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal sogar, was jemand für Gefühle hat. Ja, ich möchte, dass Menschen ihren Beruf mit Erfüllung ausfüllen können, dass die begeistert das tun können, dass sie dabei gesund bleiben und dass sie bestmögliche Musik machen. Das ist schon auch das Ergebnis natürlich dann. Ja. Weil das ist bei den Einzelcoachings toll, wenn ich die Gäste einlade und mit denen arbeite, die spielen dann einmal, dann coache ich die, dann spielen die nochmal, dann coache ich die nochmal, dann spielen die nochmal. Und was wir da erlebt haben, von Berührtheit, das ist wirklich, also es ist phänomenal. Ja. Wirklich, ich habe auch schon mal überlegt, das müsste man eigentlich als öffentliche Veranstaltung machen, so ein öffentliches Coaching, wo man jemanden mehrfach coachen, der dann singt. Ich mache es ja auf Tagungen oftmals, ne? Weil das ist für viele Beobachter beeindruckend. Zum einen lernt man wahnsinnig viel über Psychologie und ich habe es erlebt, auf einer großen Tagung habe ich 2 Opernsängerinnen gecoacht und da sagten mir Teilnehmer, die da drin waren, 500 Teilnehmer im Kurs, in dem Workshop, dann sagten einige, ich mag Oper überhaupt nicht, aber als die Opernsängerin das 2. Mal die Arie gesungen hat, musste ich weinen. Ja. Ist das nicht toll? Ja. Also das ist doch super, wenn sowas passiert, ne? Ja, das ist ein spannendes Zukunftsprojekt, sowas noch öffentlicher zu machen und weiter zu verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Blick über unsere Fragen aus unserer Penthesilea Community geworfen, während wir gesprochen haben. Und wir haben eigentlich alle beantwortet. Also können wir hier eigentlich einen Haken drunter machen. Und so schwer es mir fällt, dieses Gespräch langsam zu beenden. Und vielen herzlichen Dank. Es war unglaublich spannend. Es haben sich sicher unsere Zuhörerinnen wahnsinnig viel mitgenommen. Und alles Gute weiterhin. Sehr schön. Ja, ganz vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Bohne. Tschüss.